Wenn du einen niegelnagelneuen Freizeitpark aus dem Boden stampfst, das ist einer der besten und epischsten Freizeitparks der Welt. Du holst den absoluten Premium-Achterbahnhersteller mit ins Haus und lässt dir da eine Bahn bauen mit mehreren Abschüssen. Was erwartest du, was dabei rumkommt? Bestimmt nicht, dass das eine absolute Murksbahn wird, die echt gar nichts kann, und genau das ist passiert und darüber sprechen wir jetzt hier in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin mit einem neuen Review meinerseits, und heute müssen wir über eine Bahn sprechen in einem absoluten Top-Premium-Freizeitpark, die leider einfach mal gar nicht so gut geworden ist. Und es geht um Curse of the Werewolf. Und der Fluch des Werwolfs ist wirklich verflucht nochmal nicht so gut geworden. Mileva, die Anführerin der Gilde der Mystiker, lädt uns quasi ein in ihr Wagendorf, beziehungsweise heißt uns willkommen in ihrem Wagendorf. Und das Ganze sieht aus ein bisschen wie so ein Dorf von reisenden Gauklern. Aber überall werden wir vor dunklen Kreaturen gewarnt, die in den Tiefen der Wälder auf einen lauern sollen. Das zu der Story, und das ist auch der Grund, warum wir dann anschließend durch den Wald wirbeln und uns drehen und auf der Flucht vor dem Werwolf sind. Natürlich, um dem zu entkommen. Das passend zum Themenbereich Dark Universe, und in direkter Nachbarschaft sind die Universal Classic Monsters direkt beheimatet mit einer unfassbar krassen Attraktion, und der Bereich ist auch echt groß und cool und spannend. Ich verlinke euch gerne hier oben den Vlog von uns, wo wir vor Ort waren und uns das Ganze einmal angeschaut haben. Das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Die Gestaltung von Curse of the Werewolf ist auch eigentlich ganz okay. Vor allem im Außenbereich sieht das Ganze ganz cool aus. Der Wartebereich ist nett. Die Station ist nett gemacht und sieht ein bisschen aus wie so ein altes Haus. An einer Stelle ist das Dach weggerissen und wir können rausschauen zum Vollmond, was ein bisschen weird ist, weil die Station ziemlich offen gestaltet ist und wir sehr viel Sonne haben an schönen Tagen und überall rausgucken können. Es ist viel zu hell. Und dann kommt noch das Problem dazu, dass die komplette Strecke eingenetzt ist, was nicht so cool aussieht und man einfach gar nichts sieht, weder bei der Fahrt noch von außen, um eine Fahrt sich anzugucken. Das ist dem geschuldet, dass man hier alle Taschen und alles Zeug mitnehmen muss bei der Fahrt und die Sachen nicht in einen Locker schließen muss, wie es eigentlich sonst bei Universal der Fall ist. Weiß ich nicht, ob das dann so zielführend ist, aber um das Thema Name Story noch abzuschließen, der ganze Ride beruht oder basiert auf dem britischen Horrorfilm von 1961, der namensgebend ist, also Curse of the Werewolf. Der Park, in dem sich das Ganze befindet, auch gerade schon so ganz leicht angeteast. Universal Epic Universe ist der Freizeitpark, der 2025 komplett neu eröffnet. Den gab es vorher noch nicht. Und dort befindet sich dann in einem der 5 Themenbereiche, oder einer der 5 Themenbereiche ist Dark Universe, wo dann Curse of the Werewolf ist. Das Ganze ist in Orlando, Florida in den USA, und der 4. Park von Universal Orlando Resort neben Universal Studios, Universal Islands of Adventure und Universal Volcano Bay, was der Wasserpark ist, gibt es jetzt Universal Epic Universe als 4. Park in Orlando von Universal. Die Eröffnung des Parks war bereits für 2023 geplant, wurde aber immer wieder pandemiebedingt verschoben. Und neben Dark Universe, der Bereich, in dem wir uns ja jetzt befinden für dieses Video, gibt es auch eine Super Nintendo World, ein Harry Potter Bereich und ähnliches. Über was reden wir hier eigentlich? Curse of the Werewolf ist ein Multi-Launch Spinning Coaster, also eine mehrfach abgeschossene Drehgondelachterbahn von der deutschen Firma Mack Rides aus Waldkirch. Ein Zug besteht aus 5 Wagen, man sitzt mit 2 Personen nebeneinander, jeweils mit 2 Personen Rücken an Rücken, und wird mit einem Schoßbügel gesichert. Wie gesagt, Mitnahme von allen Taschen ist hier vorgeschrieben, deswegen die ganzen Netze überall drumherum. Und laut der Rollercoaster Database fahren wir maximal 59,5 km/h bei Curse of the Werewolf. Wenn ihr mitfahren wollt, geht das Ganze ab 102 cm Körpergröße. Und vielleicht noch zur Verteidigung der Bahn: die kam erst viel später als alle anderen Attraktionen und war so ein Schnellschuss, wo man sich bei Universal irgendwann wohl gedacht hat, ach so, ja, wir brauchen da ein bisschen Kapazität, es kommen vielleicht doch 2, 3 Leute unseren Park besuchen, weil das ganz cool wird, was wir hier machen. Und ja, dann kam da so ein Schnellschuss bei rum.
Aber warum ist die Bahn jetzt nicht so toll? Da kommen wir dann zur Fahrt selbst. Aus der Station raus geht es in einer Linkskurve und wir kommen zum ersten LSM, also den Linear-Synchronmotor, der uns abschießt und beschleunigt über einen Airtime-Hügel. Nach dem Airtime-Hügel geht es dann noch eine große Bergaufkurve entlang und dann kommen wir zum zweiten LSM und der boostet uns dann vorwärts und wir fahren wieder eine große Kurve hoch und schaffen das nicht und rollen zurück, werden noch einmal beschleunigt, schaffen es schon wieder nicht und dann geht es mit Vollspeed wieder zurück und einer Gebäudedurchfahrt. Wir durchfahren eine Waldhütte und jetzt reicht ja auch dann die Geschwindigkeit, um die weite Strecke zu absolvieren, die aber anschließend nach ein paar Kurven auch schon direkt wieder vorbei ist und der Schlussbremse endet. In so einem Semi-Dark-Ride-Part, eher Zelt mit paar rumpeligen Sachen, die da stehen gelassen wurden. Also selbst bei der Thematisierung, Gestaltung hat man komplett vergessen, dass diese Attraktion irgendwie noch kommen sollte. Und das bringt mich zum Fazit, denn diese Bahn ist voll unterwältigend und wir hatten das, dass wir mit sehr vielen Leuten unterwegs waren und alle so gleichzeitig gesagt haben, wie, das war's jetzt, als wir in der Schlussbremse angekommen sind, wie, okay, da passiert jetzt nichts mehr. Ja, okay, das war jetzt wohl nix. Natürlich, wir sind vorher Monsters Unchained gefahren, aber nichtsdestotrotz hat Curse of the Werewolf uns so gar nicht überzeugt und könnte gut sein, ist ja auch nicht unbedingt Schrott, aber irgendwie, ja, dieses LSM hin und her gependel und Gedrehe und dann ist es schon wieder sofort vorbei und dann ist da auch nichts Tolles bei zu sehen. Es ist sehr schade, also dass irgendwie sehr viel Potenzial liegen gelassen wurde und diese Macro Spinning Coaster können richtig cool sein, Spaß machen. Hätte man sich vielleicht hier lieber für ein Standard-Layout entschieden und das sich irgendwie hingestellt und dann mehr Gestaltung gemacht oder ein bisschen mehr Strecke, dann, wenn wir endlich mal die Geschwindigkeit erreicht haben, um überhaupt ein paar Meter Strecke zu machen, wäre vielleicht besser gewesen. Weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Was ist eure Meinung zu Curse of the Werewolf von Mack Rides the Spinning Coaster in Universal Epic Universe?